In diesem Video erkläre ich euch alles, was ihr zu den 7 Weltwundern der Antike wissen müsst. Reisen bildet. Das wussten schon die Menschen in der Antike. Griechen, Ägypter und Römer kamen viel rum in der damals bekannten Welt und so gibt es schon sehr lange ein literarisches Genre, eine besondere Art von Literatur, nämlich den Reiseführer. Aber irgendwie ist ja fast jeder Ort und jedes Land interessant, oder? Damit wir uns heute auskennen, schreiben geschäftstüchtige Autoren Blogs oder Bücher, auf denen steht sowas wie die 100 Orte, die ihr gesehen haben müsst, bevor ihr zu alt dafür seid. Genau, das gab es vor über 2000 Jahren auch schon. Der älteste erhaltene Reiseführer, in dem die Places to be, die Reiseziele, die man gesehen haben muss, aufgeführt sind, stammt von Antipatros von Sidon. Und was sind die sehenswertesten Orte der Welt? Die 7 Weltwunder. Er schreibt: Ich durfte mir die Mauern Babylons ansehen, auf denen man mit Wagen fährt, den alphäischen Zeus und die hängenden Gärten und den Koloss des Helios, die hohen Pyramiden und das gewaltige Grabmal des Mausolos. Der Artemis-Tempel aber, der bis in die Wolken reicht, lässt alles andere verblassen. Wir beginnen unsere Reise. Wenn Sie links aus dem Fenster blicken, dann sehen Sie erstens die Mauern Babylons. Dieses Weltwunder kann man sich im Pergamon-Museum in Berlin anschauen. Genauer gesagt Teile davon, denn die Mauern der ehemaligen Metropole in Mesopotamien sind schon lange zerstört. So lange schon, dass sie bereits in der Antike von der Sightseeing-Liste gestrichen und ersetzt wurden durch den Leuchtturm von Alexandria. Er soll der erste Leuchtturm gewesen sein, den es überhaupt gab. Und es gibt Überlieferungen, in denen der Leuchtturm beschrieben wird und viele Künstler haben ihre Vorstellung des Leuchtturms festgehalten. Heute gehen wir davon aus, dass der Turm in etwa so aussah. Ein gewisser Ptolemaios ließ den Leuchtturm so um das Jahr 290 vor Christus herum bauen. Ptolemaios war ein General von Alexander dem Großen, der in Ägypten eine Dynastie, ein Herrscherhaus begründete. Die letzte Herrscherin dieser Dynastie ist übrigens Kleopatra. Damit sind wir in Ägypten. Jeder kennt natürlich zweitens die Pyramiden. Also zu den Pyramiden muss man wirklich nicht viel sagen. Ganz genau sind die Pyramiden von Gizeh gemeint. Sie sind nicht nur das einzige noch erhaltene antike Weltwunder, sondern die ältesten noch existierenden Gebäude der Menschheit. 4.500 Jahre alt. Heute liegen sie praktisch schon im Stadtgebiet von Kairo. Trotz der Großstadthektik flößen die Pyramiden des Cheops, des Chephren und des Mykerinos jedem Besucher Ehrfurcht ein. Doch immer ist nicht ganz klar, wie genau sie gebaut wurden und was sich alles in ihnen verbirgt. Es gibt etliche Theorien, auch die, dass in Wirklichkeit Außerirdische dafür verantwortlich sind. Eines wissen wir aber ganz sicher, die Pyramiden von Gizeh sind Grabkammern. Genau wie drittens das Grabmal des Mausolos. Der Name wurde zu einem Begriff der Alltagssprache. Naja, okay, der Alltagssprache vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr von einem Mausoleum sprecht, aber wenn ihr es tut, dann meint ihr ein Grabmal. Und der Name kommt eben vom Grab des Mausolos. Mausolos war ein persischer Statthalter im 4. Jahrhundert vor Christus, der sich in Halikarnassos, dem heutigen türkischen Bodrum, in einem tempelartigen Gebäude beerdigen ließ. Lange haben Künstler und Wissenschaftler versucht nachzuempfinden, wie das Grabmal genau aussah. Und dank Ausgrabungen und Überlieferungen wissen wir das inzwischen recht genau. In einem türkischen Freizeitpark gibt es sogar eine nachgebaute Miniaturversion des Mausoleums. Viertens, der Tempel der Artemis in Ephesos. Der Tempel der Artemis war ein sehr großer Tempel, den ein schlimmes Schicksal ereilte. Aber zuerst mal von vorne. Artemis, das ist die Göttin der Jagd. Sie ist aber auch zuständig für die Geburt. Und ihr zu Ehren wurde in der griechischen antiken Stadt Ephesos ein Tempel gebaut. Am 21. Juli 356 vor Christus brannte er nieder, nachdem ihn ein gewisser Herostratos angezündet hatte. Wenn man die heutigen Reste der Tempel sieht, dann könnte man denken, sie seien komplett aus Stein gewesen und sich wundern, wie so ein steinerner Tempel so einfach niederbrennen konnte. Aber der Tempel der Artemis hatte ein Holzdach. Und so konnte Herostratos den Tempel auch anzünden. Aber warum tat er das? Naja, er wollte, dass man sich ewig an seinen Namen erinnert. Und deshalb brannte er eines der bekanntesten Gebäude der Welt nieder. Bei einer sinnlosen Zerstörung spricht man noch heute von einer herostratischen Tat. Ich finde, es hat nicht so besonders gut geklappt. Denn mal ehrlich, habt ihr den Namen von Dings, ich spreche nicht nochmal aus, ich mache es sonst falsch, gekannt? Eben. Aber vielleicht kennt ihr fünftens den Koloss von Rhodos. Im 3. Jahrhundert vor Christus stand der Koloss von Rhodos nur 70 Jahre, bis ihn ein Erdbeben umlegte.
Diese Bronzestatue war wohl über 30 Meter hoch. Für die heutigen Verhältnisse ist es nicht die Welt. Die New Yorker Freiheitsstatue ist circa 3-mal so hoch, aber die Menschen in der Antike müssen von dieser Höhe überwältigt gewesen sein. Der Koloss von Rhodos schmückte die reiche Handelsstadt Rhodos auf der gleichnamigen Insel. Von der antiken Stadt ist heute nur noch wenig zu sehen, aber viele kennen den Koloss. Wo genau er stand, das weiß man nicht. Sicher ist aber, dass der Koloss nicht breitbeinig über der Hafeneinfahrt thronte, wie hier auf dem Bild. Das ist eine Erfindung späterer Zeiten. Wahrscheinlich ist aber, dass die Figur aufrecht stand. Ganz anders als 6. die Zeus-Statue des Phidias. Der Göttervater war nämlich sitzend dargestellt. Um das Jahr 430 v. Chr. wurde die Statue des obersten Gottes der Griechen im Tempel von Olympia aufgestellt. Der Thron bestand aus Ebenholz. Das kennt ihr vielleicht aus dem Märchen. Haare schwarz wie Ebenholz. Also einem ganz wertvollen schwarzen Holz. Die Statue selbst war aus Gold und Elfenbein gefertigt. Auf seiner Hand stand die Siegesgöttin Nike, nach der übrigens der Turnschuh benannt ist. Sie ist das Symbol dafür, dass Zeus denen, die die Statue zu seinen Ehren errichtet haben, den Sieg geschenkt hat. Jetzt fehlen bei den 7 Weltwundern der Antike nur noch 7. die hängenden Gärten der Semiramis. Es handelt sich um einen Garten, der auf einem stufenartig gebauten Gebäude angepflanzt war. Wo genau der gelegen haben soll, ist aber nicht geklärt. Angeblich hat diesen Wundergarten die Königin Semiramis anlegen lassen. Der Sage nach soll sie Babylon erbaut haben und wäre somit für 2 Weltwunder, für die Gärten und die Mauern Babylons verantwortlich. Dass es sich um ihre Gärten handelt, wurde allerdings erst in der Neuzeit behauptet. Das war's in aller Kürze mit den 7 Weltwundern. Wenn ihr euch für die Geschichte der Antike oder allgemein für Geschichte interessiert, dann schaut euch hier einfach mal ein bisschen auf dem Kanal um. Und was mich mal interessieren würde, könntet ihr alle schwierigen griechischen Wörter, die in diesem Video hier gefallen sind, fehlerfrei aussprechen? Wenn ja, gebt ein bisschen an, schreibt das unten in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen, dann natürlich auch rein in die Kommentare damit. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal.